Guten Tag, ich freue mich, Sie hier über das Internet begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Norbert Schulz, ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und beschäftige mich bereits seit über 30 Jahren hauptberuflich mit angewandter Ganzheitsmedizin. Sollten Sie sich für dieses Thema interessieren, informiere ich Sie gerne im Folgenden über mein Gesundheitskonzept und mein Therapiezentrum, das Haus der Gesundheit in Reifnitz am Wörthersee. Alle Informationen dazu können Sie den Seiten meiner Homepage in Form von Text und Bildern entnehmen und zum Teil erfahren Sie auch Ausführlicheres über Kurzvideos. Sie werden sich vielleicht fragen, was das Besondere an meinem Gesundheitskonzept ist und wie es in Bezug zur klassischen Lehrmedizin steht. Ich sehe beides nicht gegensätzlich, nicht polarisierend, sondern ich fühle mich als Vertreter der Ganzheitsmedizin und in diesem Sinne sehe ich auch mein Gesundheitskonzept. Wie ich später noch ausführlicher darstellen möchte, sollte meines Erachtens nach die klinische Medizin, also die klassische Lehrmedizin, immer fixer Bestandteil ganzheitlichen Denkens sein, so wie es auch in meinem Therapiekonzept der Fall ist. Auch wenn sie hier eine eher untergeordnete Rolle spielt, da ich andere Schwerpunkte verfolge. Da sich die klinische Medizin in ihrem Denkansatz eher auf das Krankheitssymptom fokussiert, ist ihre Domäne, in der sie aber durch keine andere Methode ersetzt werden kann, die Akut-, die Notfall-, die Reparaturmedizin. Ich sehe den Menschen als körperlich-geistig-seelische Einheit und sein Krankheitsbild in diesem Zusammenhang. Denn hinter jedem Krankheitssymptom, egal ob es sich um eine Entzündung, Schmerzen, ein Geschwür oder Tumore handelt, befindet sich immer noch ein ganzer Mensch. Ein Mensch in seiner Gesamtheit, seiner absoluten Individualität, seinem eigenen Bewusstsein, seinen Ängsten, seinen Sorgen, seiner Einstellung zum Leben, geprägt durch eine Vielfalt von Einflüssen, denen er in seinem Leben bisher ausgesetzt war. Und in diesem Zusammenhang ist auch sein Beschwerdebild zu sehen. Und daher fokussiert sich mein Gesundheitskonzept vor allem auf diese Aspekte. Auf die Ausschaltung bzw. Minimierung möglicher Krankheitsursachen. Der zweite wesentliche Unterschied liegt in der Erkenntnis, dass Heilung nur durch das körpereigene Regenerationssystem erfolgen kann und daher sitzt der effektivst wirkende Arzt und Heiler in jedem Menschen selber. Und auf dieses System habe ich mein Augenmerk gerichtet, indem ich versuche, es einerseits zu entlasten und andererseits zu stärken. Dadurch unterscheidet sich mein ursachenorientiertes Vorgehen in vielen Bereichen ganz wesentlich von der üblich praktizierten Medizin. Der klassischen Lehrmedizin, welche, wie ich vorhin erwähnt habe, schwerpunktmäßig auf die Therapie von Krankheitssymptomen ausgerichtet ist. Die klassische Lehrmedizin betrachtet den Menschen immer noch so, als wäre er reine Materie. Und hier unterliegt sie leider einem gravierenden Irrtum, weil grundlegende Erkenntnisse der modernen Quantenphysik hier keine Beachtung finden. Und darin dürfte wohl auch der Grund zu finden sein, warum bei Stoffwechselerkrankungen und vielen anderen Krankheitsbildern trotz enormen Aufwands, den die klinische Medizin in der Forschung betreibt, die erwartete Hilfe für den Patienten oft ausbleibt. Es ist eine sehr interessante Tatsache, dass hochbegabte Mathematiker und Physiker erkannt haben, dass es die Materie in der Form, wie wir sie in unserem auf die Dreidimensionalität eingeschränkten Wahrnehmungs- und Denkvermögens uns vorstellen, gar nicht gibt, sondern dass Materie eine verdichtete Form von Energie
also Schwingung ist. Deshalb ist der menschliche Körper auch als ein hochkomplexes Schwingungssystem anzusehen, welches demnach in der Lage ist, mit verschiedensten Frequenzen interferenzmäßig reagieren zu können. Und was dies für die Medizin der Zukunft bedeutet, darauf möchte ich im Video über Bewusstseinsarbeit etwas näher eingehen. Dass das Leben und auch der menschliche Organismus ein Schwingungssystem ist, welches auf andere Schwingungen reagieren kann. Und das kennen wir ja aus der Homöopathie, die ja heute weitestgehend anerkannt und deren Wirksamkeit auch wissenschaftlich bewiesen ist. Und es gibt ja auch heute hochmoderne Diagnostik und andere Therapieverfahren, die ausschließlich sich verschiedener Schwingungen, verschiedener Frequenzen bedienen. Trotz all dieser neuesten Erkenntnisse möchte ich die Wertigkeit der klinischen Medizin, sofern sie richtig eingesetzt wird, nicht schmälern, und ich bewundere, was auf dem Sektor der Reparaturmedizin alles geleistet wird. Es gibt aber ein größeres Spektrum von Erkrankungen, die zum Beispiel auf falsche Lebensweise oder auch auf falsche Ernährung zurückzuführen sind und demnach eher chronischer Natur sind, bei denen ein rein symptomunterdrückendes medikamentöses Vorgehen keine Heilung bewirken kann. Im Gegenteil, durch die Verabreichung nebenwirkungsbehafteter Medikamente kann es oft noch zu zusätzlichen Schäden kommen. Da also mein Therapiekonzept auf die Reaktivierung des körpereigenen Regenerationssystems ausgerichtet ist und aus der Erkenntnis, dass dieses der effektivst wirkende Heiler ist, habe ich meinem Buch, in dem ich auf diese Zusammenhänge näher eingehe, den Titel »Der Arzt in dir« gegeben. Und nun noch vielleicht ein paar Worte zu meinem medizinischen Werdegang. Nach meiner klinischen Ausbildung zum praktischen Arzt hatte ich das große Glück, gleich eine Assistenzarztstelle bei Dr. Rauch in seinem Sanatorium, welches schwerpunktmäßig Mayr-Kuren durchführte, zu bekommen. Dort konnte ich in den 80er Jahren als angestellter Arzt sehr viel praktische Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln, und hier erwachte auch mein Interesse für Ganzheitsmedizin. Die vielen medizinischen Erfolge, die ich damals miterleben durfte, überzeugten mich von der Effektivität dieser Art medizinischen Handelns, und so reifte in dieser Zeit in mir die Vision von einem eigenen stationären Therapiezentrum, welches ich nach meinen eigenen Vorstellungen aufbauen und betreiben könnte. Und im Laufe der Zeit wurde diese Vision immer präziser, sodass sie sich 1993 auch realisierte. Es bedurfte aber vieler Aufbaujahre, bis dieses Haus zu dem wurde, was es heute ist. Mein Haus der Gesundheit. Ich bin froh und auch durchaus stolz darauf, dass es meiner Frau Karin und mir gelungen ist, diese Vision erfolgreich umzusetzen, und wir uns auch, was für uns sehr wichtig war, unsere Unabhängigkeit von irgendwelchen Institutionen, Geldgebern, Versicherungen oder gewinnorientierten Vorgesetzten bewahren und uns so frei entwickeln konnten. Ich wollte, wie gesagt, immer ein Haus mit wenig Betten und damit nur geringer Gästeanzahl, um eben ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, auf die individuelle Situation des Einzelnen so eingehen zu können, dass tiefer liegende Ursachen seines Beschwerdebildes möglichst erkannt werden und dass im Betroffenen das Bewusstsein, das Verständnis geweckt werden kann, dass die Erhaltung der Gesundheit oder der Heilungsprozess
im Wesentlichen von der eigenen Mitarbeit abhängt. Auch sollte es ein Haus mit besonderer, angenehmer, nicht klinisch steriler Atmosphäre sein, ein Haus zum Wohlfühlen, ohne aber dass das Augenmerk der Gäste auf Äußerlichkeiten wie Wellness-Einrichtungen, Animation oder perfekte Designergestaltung gerichtet wäre, mit möglichst wenig Ablenkung also im Außen, um den Weg nach innen finden zu können und um wieder in Kontakt zu treten mit der wichtigsten Person des Lebens, nämlich mit sich selber. Ein weiterer wichtiger Punkt bestand im Bemühen, durch faire Preisgestaltung unser Haus einem breiteren Menschenkreis zugänglich zu machen. So ist unser Haus der Gesundheit ein Ort der Selbstfindung, eine Anlaufstelle für Menschen geworden, die Heilung auf körperlich und seelisch-geistiger Ebene suchen. Ein Ort, wo jeder unabhängig seiner Herkunft oder seines Standes der Mensch sein darf, der in seinem Inneren sein möchte. Hier wurde es mir möglich, meine Vorstellung von Ganzheitsmedizin zu verwirklichen. Wenn Sie nun mehr über mein Konzept erfahren wollen, lade ich Sie, wie ich schon eingangs erwähnt habe, gerne ein, sich die folgenden Texte, Bilder und Kurzfilme meiner Internetpräsentation anzusehen. Sollten Sie irgendwelche Fragen zu diesen Themen haben, stehe ich Ihnen gerne telefonisch oder auch per E-Mail zur Verfügung. Hier finden Sie nochmals die Adressen, unter denen ich erreichbar bin.